Also ist schon ziemlich kacke, dass sie eigentlich so ein Feature hinzugefügt haben. Ins Gildenhaus. Oder besser gesagt, weil das war eigentlich das Einzige, was bei den Gildenhäusern in Live PC immer kacke war. Dass nur eine begrenzte Anzahl verfügbar ist. Und das halt schon relativ aufwendig oder kostspielig ist, diese Gildenhäuser permanent zu besetzen. Vor allem, wenn du keine sehr große Gilde bist, dann ist es halt wirklich nur mit ein paar Friends, also du und vielleicht 5 andere Leute maximal. Und jetzt vielleicht auch nicht die härtesten Suchtis dabei waren. Dann war das schon recht kostspielig, so eine Gilde auf Dauer. Wobei, gut, bei Live PC war es ein bisschen anders, weil du musstest eigentlich nur einmal wirklich viel Geld in die Hand nehmen, das Gildenhaus kaufen. Und danach musstest du nur noch gucken, dass die Miete läuft und musstest halt dann immer natürlich Geld für die... Also da war es immer der Teleport-NPC und die Gildenmöbel, die man finanzieren musste. Die Gildenmöbel einmalig, weil sie permanent waren. Hat aber, glaube ich, bis zu 15.000 F-Coin gekostet. Oder B-Coin oder G-Potato. Also einmal über 100 Euro. Gildenhausmiete ganz am Anfang recht teuer. Irgendwann dann irrelevant geworden wegen Inflation. Aber trotzdem, wie gesagt, mit ein paar Leuten schon auf jeden Fall aufwendiger als mit einer größeren Gilde. Aber das Nervigste war halt, es gab halt Unterschiede zwischen quasi, welche Möbel kannst du in dein Gildenhaus stellen. Also, es gab ein kleines und ein großes Gildenhaus. Oder ein kleines und ein mittleres, ein großes gab es nicht. Aber das mittlere war quasi das große. Und bei Live PC, bei Live Universe hätte ich halt gehofft, dass sie das zumindest so machen, dass jede Gilde ein Gildenhaus haben kann. Aber sie haben einfach das Feature übernommen, dass es nur eine begrenzte Anzahl gibt. Und dann halt noch das mit dem dämlichen Guild-Artifact-Battle, sprich zwanghaftes PvP, wenn du ein Gildenhaus haben willst. Also sie zwingen dich jede Woche Guild-Artifact-Battle heißt es, zu spielen und oder dein Gildenhaus zu verlieren. Und auf jeden Fall kostet es dich so oder so immer viel Penya, diese Gilde auch wirklich aufrechtzuerhalten, das Gildenhaus aufrechtzuerhalten oder das Gildenschiff aufrechtzuerhalten, whatever. Und das finde ich irgendwie kacke. Also ich hätte es schon cool gefunden, wenn einfach jede Gilde so ein Gildenhaus haben kann. Und das halt einfach Penya kostet, wie halt bei Live PC. Mit dem Unterschied, dass halt jede Gilde sowas haben kann. Weil letztendlich würden sie damit ja auch mehr Geld verdienen, weil ich weiß nicht, wie viele Gildenschiffe es gibt. Vielleicht 30? Keine Ahnung, ob das jemand weiß. Oder ob man es irgendwo nachschauen kann, weiß ich nicht. Aber man muss es sich einfach nur so vorstellen. Es gibt safe Gilden, egal ob jetzt eine Person drin sind oder 5, kleine Gilden halt. Gilden, wo halt, wie gesagt, nur Just for LOLs existieren. Oder whatever. Die durchaus Interesse daran hätten, Gilden-NPCs zu kaufen. Es aber nicht können, weil sie kein Gildenhaus haben. Und das heißt ja im Endeffekt, wenn es jetzt unendlich Gildenhäuser gäbe, also Burodenk vielleicht nicht unbedingt, wie gesagt, wenn es jetzt 30 Gildenschiffe gibt, dann sind damit wahrscheinlich fast alle aktiven Gilden abgedeckt und halt wirklich nur die Gilden, wo maximal 1 bis 5 Leute drin sind, also so Gilden wie meine zum Beispiel, wo man eigentlich einfach nur nutzt, um seine ganzen Chars darin zu lagern, dass die alle aufs Gildenlager zugreifen können und so weiter. Ja, aber es wären trotzdem viele Gilden, die es halt kaufen würden und vor allem auf größeren Servern, wobei gibt es vielleicht auch noch mehr Gildenschiffe, weiß ich nicht. Aber auf La Wolf zum Beispiel, wo ja gut und gerne mal doppelt so viele Spieler wie auf Burodenk sind, musst du einfach wirklich nur rechnen, NPC-Kosten im Monat mal 2, mal 3, mal 5, wenn es unendlich Gildenhäuser gäbe. Also lassen sie sich ja schon echt viele F-Coin wahrscheinlich durch die Lappen gehen. Dadurch, dass es nur eine begrenzte Anzahl gibt. Also man könnte fast sagen, es ist schon ein bisschen dumm tatsächlich. Und was mit diesem Guild-Artifact-Battle auf sich hat, das weiß ich sowieso nicht. Wer auf die Idee gekommen ist, dass du zum PvP gezwungen wirst. Das ist schon crazy. Wobei ich immer noch nicht weiß, wird das tatsächlich gespielt? Weiß das jemand? Weil am Anfang haben die es ja boykottiert, indem sie einfach nicht gespielt haben. Also du musst ja dieses Guild-Artefakt aufstellen. Sonst verlierst du ja dein Gildenhaus automatisch, glaube ich, wenn du es nicht machst. Aber ganz am Anfang, das ist ja auch schon wieder über ein halbes Jahr her, haben alle Gilden gesagt, dass sie einfach nicht mitspielen. Also dass jeder halt nur bei seinem Artefakt chillt und die Stunde abwartet, bis es vorbei ist und keiner kämpft gegeneinander. Oder man klaut sich auf jeden Fall nicht gegenseitig die Gildenhäuser. Weiß nicht, ob das mittlerweile anders ist. Ich meine, das alleine ist halt schon so dämlich. Ne? Sie führen in so einen Zwangmodus ein, auf den keiner Bock hat. Dann, wie gesagt, weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber zumindest am Anfang wurde er boykottiert. Und dann müsstest du als Entwickler ja eigentlich schon sofort sehen, oh, okay, war wohl keine so gute Idee. Die Leute nutzen den Modus überhaupt nicht.
Und es ist mehr so eine Online-Pflicht. Also quasi, es muss halt jemand von der Gilde online sein, damit das Artefakt platziert wird, damit man sein Gildenhaus nicht verliert. Aber keiner macht wirklich den PvP-Modus, keiner macht wirklich das, wofür es eigentlich vorgesehen ist. Also könnte man es legit auch eigentlich wieder aus dem Game entfernen und es einfach so machen, dass jede Gilde ein Gildenhaus kaufen kann. Wie gesagt, wäre ein weiterer Penya-Sing, wenn jede Gilde permanent Penya zahlen müsste, um das, also das Penya dann auch verschwindet, um ein Gildenhaus aufrechtzuerhalten und man halt mehr NPCs über einen Cash-Up verkaufen würde. Also eigentlich wäre es eine Win-Win-Situation. Und auf dem PK-Modus, unabhängig davon, ob er jetzt gespielt wird oder nicht, hat er so oder so wahrscheinlich kaum jemand Bock. Also finde ich ein bisschen schade, dass sie das eigentlich genauso wie in Flash PC gemacht haben und sogar noch schlechter. Eigentlich sogar noch schlechter. Weil in Flash PC konnte man, wie gesagt, ja auch ein kleines Gildenhaus kaufen. Und in ein kleines Gildenhaus konntest du auch Möbel stellen, die hatten dann schlechtere Effekte. Aber du konntest trotzdem welche reinstellen. Plus sie waren permanent, also NPCs quasi, die permanent sind. Einmal schweineteuer, aber dadurch, dass Flash PC ja auch schon seit 100 Jahren online ist, wenn du das auf einen Monat runterrechnest, diese einmaligen 12.000 bis 15.000 F-Coin waren es, glaube ich, oder W-Coin, das ist ja nix quasi, wenn du das mal auf 5 oder 10 Jahre streckst, das ist absolut gar nichts. Pipifax, im Vergleich dazu, dass du jeden Monat halt mehrere NPCs hier im Flash Universe kaufen musst, die du immer wieder neu kaufen musst. Also, schade. Very, very schade. Und man könnte das Guild Artifact Battle ja auch ummünzen, dass du sagst, okay, es geht nicht mehr darum, dass man sein Gildenhaus verliert oder nicht. Sondern man muss sich anmelden fürs Guild Artifact Battle und kann sich dort Red Chips, Blue Chips, Green Chips, Yellow Chips erspielen oder so. Und es ist quasi einfach nur ein weiterer PvP-Modus ohne diese zwanghafte Teilnahme. Auch mit Penya Sync vielleicht. Aber wo du halt dann irgendwie, keine Ahnung, sau viele Yellow Chips, Blue Chips, Green Chips, wie auch immer erspielen kannst oder so. Das hätte wahrscheinlich mehr Sinn. Vielleicht kommt da nochmal ein Update. Das mit der Upgrade-Chance ist auch ein absoluter Joke. Dass sie ausgerechnet Upgrade-Chance ins Gildenhaus geballert haben. Gäbe so viele andere Sachen, die man ins Gildenhaus hätte ballern können, stattdessen ins Private House die Upgrade-Chance zu tun. Ah, schon ein bisschen mies. Der Buff-Peng im Personal House Tauli, wie viel Buffs der gibt, das ist genau die gleiche Frage, wurde gestern schon gestellt. Ich kann es dir leider nicht sagen. Also ich weiß nur noch, dass irgendjemand meinte beim FEC-Start, dass der Buff-Peng doch voll kacke ist.